You on my mind a lot. Don't need no time watch. I don't know how I got you in my pocket spot. Yeah, that's babe, need you every day. You like my oxygen. Make it seem like the barging down. Got my heart, no barging down. Willkommen zu unserem Video von der Weltmeisterschaft im Jiu-Jitsu. Und wir sind in Frankfurt gestartet und nach rund 10 Stunden waren wir in Bangkok. Hier kommt die Yara und der Rado. Nachdem wir angekommen waren, sind wir im Hotel noch eingecheckt, haben uns ein bisschen frisch gemacht und sind mal über die Straße gegangen. So gab es so einen kleinen Store, noch was einkaufen. Als erstes ging es zur Näherei. Hier haben wir unsere Patches gekriegt. Hier sieht man die Liddy und die Yara mit den Patches. Ja, und ihr seht, das Stadion ist richtig groß. Die 3 kennen wir auch. Jo, ein kleiner Rundgang. Am ersten Tag durften wir rund 5 Stunden raus. Essen außerhalb des Hotels war verboten. Magen-Darm, logisch. Und wir haben das Wassertaxi genommen, sind in die Innenstadt gefahren. Das hat eine gute halbe Stunde gedauert. War total cool. Und die anderen Tage waren wir aber im Stadion und haben das Team angefeuert. Um zu gewinnen, hat unser Fahrer alles getan. Schaut mal genau, auf welcher Spur wir fahren. Los, Yara, volle Pulle. Nein, da steht jetzt Jetty. Okay, nein, da. Nach den Tempeln sind wir noch mal ins Tuk-Tuk, sind in eine Einkaufsstraße gefahren. Schaut euch mal die coole Hose an von Yara. Und danach ging es wieder ins Hotel und dann gingen die Kämpfe los. Ich gehe jetzt zum Wiegen
gerade voll warm, weil es auch geregnet hat und dann ist die Luft voll schwül. Ja. Der erste Kampf gegen die Rumänin war ein bisschen schwierig. Ich habe versucht, Hitsaguruma anzusetzen. Es hat leider die ersten Male nicht geklappt, aber sie hat leider halt nichts gemacht und war ein bisschen passiv. Und dadurch haben wir auch ein paar Strafen bekommen. Auf geht's, Jara! Auf geht's! Der Kampf wurde öfters mal unterbrochen wegen der Gijacke von der Rumänin, die immer aufgegangen ist. Dann hat der Ansatz für den Hitsaguruma funktioniert, aber der Kampfrichter hat es leider nicht gewertet, weil er währenddessen Stopp gesagt hatte. Das war ein bisschen schade. Ich bin dann doch noch an ihren Rücken gekommen und konnte dann Tane Otoshi werfen. Und bin dann in der Side Control geblieben. Und Rado hat mir noch reingerufen, dass ich dann das Knie auf ihren Bauch, also Knee on Belly nehmen soll. Weil sonst, wenn ich da noch eine Strafe bekommen hätte, weil wir beide schon so viele hätten, hätte sie dann 2 Punkte bekommen. Dann wären wir wieder Gleichstand gewesen. Und deswegen hat es dann so gut funktioniert. Die Rumänin war super nett und sie war richtig fröhlich, wo wir uns dann umarmt haben. Und sie hat mich auch noch mal auf Instagram angeschrieben und hat gesagt, dass sie den Kampf sehr schön fand und dass sie hofft, dass wir uns noch mal wiedersehen. Es war echt richtig süß. Die Kroatin war ein bisschen meine Angstgegnerin. Ich weiß auch nicht mehr wieso, aber ich hatte ziemlich Respekt davor. Sie ist an mein Bein gegangen und ich hatte ein bisschen Angst, dass sie jetzt noch einen Beinhebel zieht. Und ich habe dann Druck nach vorne drauf gebracht und versucht, an ihr vorbeizukommen. Ja, dann sind wir wieder nach oben gekommen und waren dann aber eigentlich fast wieder in der gleichen Position wieder gefangen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass das nur so ein kleiner Fehler war, dass sie ihr Bein nicht zwischen uns gebracht hatte und dass ich dadurch in die Festhalte gekommen bin. Ja, aber sie hat sich dann eigentlich gut verteidigt unten am Boden. Sie hat mich dann auch gut mit ihren Beinen weggehalten. Ja, und dann sind wir wieder nach oben gekommen, fast in der gleichen Situation, wie wir es schon 2-mal hatten. Sie hat dann wieder Guard gepullt und dann waren wir wieder in der gleichen Situation. Ja, und während sie mich drehen wollte, bin ich halt an ihrem Bein vorbeigegangen, um sie dann halt nach unten zu bringen und hatte sie dann in der Mount und habe bis zum Ende des Kampfes sie da auch gehalten.
Ja, da weiß ich leider nicht mehr, warum ich so genervt geschaut habe, aber ich glaube, mir war einfach die Kraft weg. It's lonely, soaking in a little while and free. We know where we're going, we just wanna get gone. Bei dem Kampf bei der Mongolin war ich schon sehr aufgeregt, weil ich wusste so ein bisschen, okay, wenn ich den jetzt gewinne, dann bin ich im Finale und wenn nicht, dann geht es um den dritten. Und ich habe halt auch gesehen, wie die ihre Sportler halt abgeklatscht haben und aufgewärmt haben. Das hat mir schon ein bisschen Respekt gemacht. Die Mongolin hat einen sehr guten Ansatz für einen Wurf gemacht. Da dachte ich jetzt, oh, bitte nicht fallen. Ja, aber ich habe sie dann zum Glück mit einem Teilverzug geworfen und bin dann auch an ihren Rücken gegangen und habe den mir gesichert und habe dann versucht, eine Würge herauszuarbeiten. Und das ist mir dann auch gelungen. Und ich glaube, man sieht, Rado und ich und auch mein Vater hat sich sehr gefreut. Ich kann es überhaupt nicht fassen. Die sind im Finale. Die sind im Finale. Die sind im Finale. Du bist im Finale, Jara. Oh mein Gott. Du bist im Finale. Was für ein Tag. Im zweiten Teil unseres Videos erfahrt ihr, wie das Finale ausging, was wir am Abend gemacht haben, warum wir in einem Helly Kitty Tuk-Tuk saßen, wo es die leckersten Crepes der Welt gibt und was wir beim Tauchen erlebt haben und was mit Jaras Schuhen passiert ist. Und ein Elefant kommt auch noch drinne vor.